willkommen zu unserem Wohn- und Schlafzimmer. Heute zeigen wir euch, wie wir unser Bett und Sofa gebaut haben. Schau, hopp. Fein. Wir haben endlich unser erstes Möbelstück fertig und zwar sitzen wir schon drauf. Es ist unser Bett, Ausziehsofa, Couch, Arbeitszimmer, Esszimmer, was auch immer. was auch immer und alles auf einmal. Ja, wir haben uns, wie bereits im allerersten Video zum Ausbau erwähnt, zu diesem Konzept entschieden, weil wir uns versprechen, dass es dann ein bisschen alltagstauglicher wird als das gebräuchlichere Konzept mit dem Bett hinten und der Garage. Genau. Also wir wollten einen Durchgang haben, von vorne nach hinten, so falls es mal schlechtes Wetter ist, wie Jessie erwähnt hat, dass man sich trotzdem hier ein bisschen frei bewegen kann. Ja, es ist nicht viel Platz, aber doch ein wenig Platz. Ein bisschen mehr, ja. Und gleichzeitig haben wir auch so die Möglichkeit, um vielleicht mal Gäste einzuladen, weil wir hier doch ziemlich viel Platz haben, um zu essen und hier einen Tisch reinstellen können. Ja. Es passen sicher 4-5 Leute hier auf dieses Sofa. Couch. Ja, genau. Von dem her. Und das Bett ist auch zusätzlich noch ziemlich groß. Die Sprinter sind doch ein bisschen schmaler als vielleicht ein Ducato oder ein Citroën. Und aus diesem Grund haben wir uns auch entschieden, dass wir längs schlafen. Ja. Und von der Größe her, wir haben 1,40 breit, also das Bett ist 1,40 breit. Und von der Länge her ist es 1,76 ungefähr groß. Mhm. Und für uns passt das. Wir sind ja nicht so groß. Ja, wir sind nicht so groß. Also das ist auch ein Vorteil, klein zu sein. Ja. Ja, ein kleiner Nachteil ist, dass wir recht hoch sitzen. Ja. Ihr seht ja vielleicht schon, wir kommen gar nicht an den Boden ran. Das ist aber nicht nur, weil wir relativ klein sind, sondern erstens haben wir eine recht hohe Matratze. Die haben wir aus der Ikea und die haben wir mit dem Brotmesser geschnitten. Ja. Ging besser, als man denkt. Sie ist aber sehr bequem, also ja, es ist wirklich sehr bequem. Richtig gut. Aber vielleicht im Nachhinein würde man sagen, ja, ein bisschen dünner wäre auch nicht schlecht. Aber naja, jetzt haben wir das. Ja, jetzt haben wir das und vor allem, ich glaube, wir würden trotzdem nicht an den Boden rankommen, weil die Höhe ist gegeben durch unsere Kühlbox. Damit würde ich sagen, gehen wir gleich zum Baulichen, zur Konstruktion und zeigen euch, wie wir das da erdacht haben. Genau. Bei der Konstruktion vom Bett war uns eines wichtig und das war, dass es sicher verbaut ist und dass es stabil miteinander hält. Aus diesem Grund haben wir zwei einzelne Korpusse gebaut, die zusammen verbunden sind, und gleichzeitig haben wir, wie im Ausbauvideo vom Boden vielleicht gesehen habt, die Einschlagmuttern in das Holz geschlagen und somit können wir auch das Bett mit der Konstruktion am Boden zusammen verbinden. Der Vorteil von dem Ganzen ist, wir können das Bett jederzeit wieder rausnehmen und reintun, ohne dass irgendwie sich die Löcher abnutzen oder sonst was. Das heißt, wir sind ziemlich flexibel, falls wir mal was anderes machen müssen mit dem Van. Wichtig für uns war auch noch der Platz unter dem Bett, dass wir den nutzen können. Die Höhe des Bettes war leider vorgegeben von unserer Kühlbox, die hier drin ist. Wie ihr seht, also wir haben hier massenhaft Platz. Also hier drin gibt es Platz. Wir haben auch die Möglichkeit, hier unter dem Bett Sachen hinzuzugeben. Ja, da drin wird danach noch das Wasser sein. Eventuell noch eine Standheizung werden wir noch verbauen. Und ja.
unsere Kühlbox untergebracht. Wir haben die von 2 Arten zugänglich, und zwar im Sofa-Modus als auch im Bett-Modus. Das heißt, wenn einer länger schläft, kann der andere trotzdem noch an die Milch ran für seinen Morgen-Cappuccino. Im Sofa-Modus klappen wir ganz einfach hier den Deckel auf, kommen hier an die Kühlbox und alles ist gut. Für den Bettmodus, wenn hier die große Matratze drüber ist, haben wir hier einen Auszug, den man von außen öffnen kann. Und dafür haben wir besondere Lastenauszüge bestellt, damit sie das Gewicht tragen können. Wir haben hier einen Aluminiumrahmen, der besonders viel Gewicht aushält und trotzdem leicht ist. Und wir haben hier die Schleppkette. Da ist das Kabel untergebracht und die stellt sicher, dass sich das Kabel nicht verheddert beim Rein- und Rausfahren und dass hier sicher nichts einklemmt. Dafür haben wir eine Empfehlung bekommen und dafür sind wir unendlich dankbar, denn das vereinfacht wirklich vieles. Ja, ansonsten sieht man hier auch sehr schön, wie wir uns für die Vertafelung entschieden haben. Wir haben hier Profilholz genommen. Das ist ein bisschen leichter als massives Holz, das ist ein großer Vorteil. Und wir haben hier immer noch eine Holzmaserung, die man durch die Lasur durchsieht. Wir haben hier eine weiße Lasur verwendet, damit eben diese Struktur immer noch sichtbar ist, aber trotzdem die Farbe drauf ist. Und damit müssen wir jetzt endlich los. Wir zeigen euch nachher gleich noch, wie das Bett ausgefahren aussieht, aber jetzt müssen wir mit Baxi los. Der ist so ungeduldig, wir müssen jetzt endlich mal einen kleinen Spaziergang mit ihm machen. Genau wie sonst auch, wenn wir nach einem Tag voller Abenteuer nach Hause kommen, bauen wir jetzt das Bett auf. Das kleine Kissen hier kommt nach vorne auf die Vordersitze. Man fährt ja nicht mit offenem Bett. Und dann ziehe ich hier eigentlich nur noch diesen Teil aus. Und ich weiß jetzt nicht, ob Baxi das so gefallen wird. Wir probieren es jetzt einfach mal. Ist gar nicht so schlimm. So, und jetzt musst du aber runter. Los, Max. Schupp, los. Na komm. So, und jetzt muss diese Matratze hier noch auf den ausgefahrenen Teil. Ich ziehe die hier nach vorne, dafür haben wir auch extra hier Schlaufen ran gemacht, damit man das besser nach vorne ziehen kann. Und da haben wir es. Das Bett ist fertig. Jetzt fehlt nur noch der Bettbezug, den wir da mit einem Spannleintuch drauf tun und Bettdecke, Kissen und fertig ist das Bett für gemütlichen Kinoabend oder Schlafen. Unser Video zum Bett und Sofa zu Ende. Wir hoffen, da waren ein paar Ideen für euch auch dabei. Und ja, grundsätzlich sind wir, glaube ich, recht zufrieden. Bis jetzt passt es, ist bequem. Wir haben auch sehr viel Platz, also wie ihr seht, auch zu dritt ist genügend Platz. Meistens. Manchmal braucht auch dieser kleine Hund so viel Platz, dass kein Bett groß genug wäre. Aber ja, also ich glaube, es passt schon so für uns. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es unbedingt. Vielleicht schreibt ihr auch in den Kommentaren, wie ihr das Bett gemacht habt. Wieso ihr euch vielleicht für ein anderes Konzept entschieden habt. Und ja, was ihr von dem haltet. Ja, und wenn ihr sehen wollt, wie wir den Rest machen, noch die weiteren Möbel und die Einrichtung, dann abonniert unbedingt unseren Kanal. Wir würden uns sehr freuen. Und damit verabschieden wir uns. Ja, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Bye bye.
Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Wir haben keine Ahnung, wie immer, wir machen einfach. Wir probieren mal etwas und dann sehen wir weiter. Essen.